Herzlich willkommen zum Luzi bastelt Salut zusammen! Herzlich willkommen zu Luzi bastelt live. Ich hoffe, euch geht's gut. Mir geht's gut. Nehmen wir heute uns ein paar Sachen vor. Ich habe es jetzt so aufgebaut. Ich bastle einfach eure Vorschläge. Schauen, wo uns da oben herführt. Bis irgendwann ist. Ja. Seht da schön eure Vorschläge, die ich bis jetzt bekommen habe. Einmal eine Knorrli-Figur. Da habe ich schon ein paar Sachen vorbereitet. Und dann noch Bastelschubladen. Können wir jetzt gerade abhökeln, weil eine Bastelschublade existiert schon. Muss ich nicht auch noch mal bauen. Ja, fangen wir mal an mit dem Knorrli-Figur, weil die Bastelschublade habe ich abgeschlossen. Raffi, cooler Vorschlag gewesen. Wenig Aufwand, effektiv. Gefällt mir. Knorrli-Figur. Ich meine, sorry, aber extra einen Arm geholt. Mal ein paar Augen drauf. Ich mache ihm hier noch aus Seili ein Dingens. Ein Höseli. Ich muss schauen, was für Faden das ich nehme. Und ja, ich habe dann also irgendein Gefäß gefunden, das ich rot anmalen und auf drauf kleben. Und dann haben wir eigentlich schon ein Käppchen für die Knorrli. Lassen wir noch 2 Fäden rausstehen lassen als Arm. Und das wäre es eigentlich. Ja, fange ich mal an. Natürlich bin ich super vorbereitet. Mit verschiedener Schnur. Obwohl, zuerst muss effektiv vorgehen. Zuerst müssen wir das Ding hier noch rot anmalen. Natürlich mit Nagellack. Weil normaler Lack ist zu teuer. Nein, ehrlich ist
eigentlich ist das eine sehr teure Variante und luxuriöse Variante, etwas zu lackieren mit Nagellack, weil Nagellack ist scheisse teuer. Für das, was du bekommst ja, Landi Rostschutzfarbe, wo ich meinen Tisch damit lackieren. Ich meine, es ist Rostschutzfarbe. Ja, sonst habe ich jetzt eigentlich nicht viel zu erzählen. Weil ja, muss man sich auch mal ein bisschen konzentrieren können. By the way, sorry, dass ich recht spät auf Kommentare oder so antworte, weil ich habe recht die Latenzzeit, weil ich habe irgendwie im OBS vergessen einzustellen, dass ich Kommentare gesehen und jetzt muss ich es über YouTube machen und das ist halt recht verzögert. Oh, was ich vielleicht noch machen könnte, was hure gescheit wäre, den Streaming-Link vielleicht noch zu posten, weil ich glaube kaum, dass sonst irgendjemand mitbekommt, dass ich streame. Ja. Mache ich das kurz on the fly? Obwohl, weißt du was? Wir machen mal kurz eine Ziggy-Pause, weil ich bin der einzige Zuschauer. Dann brauche ich eins, teile den Stream und dann geht es weiter. Ich bin gerade wieder da, ich bin nur mal kurz eins am Räuchen. Ein Lungenbrötchen nehmen. Meine Lunge provozieren. Das ist der Luzi-Pause-Song. Der groovt ab. Hach deine Hand ab. Was nicht ab ist dran, denn ich bin ein grosser Mann. Ich erzähl dir irgendwelche Seich, währenddessen ich in meine Lunge seich. Au! Sie will ein Flamingo. Also eigentlich heisst es Flamingo. Und wo will sie? Auf dem Schmine. Ah, okay, cool. Auf dem Schmine? Ja, auf dem Schmine will sie ein pinken Flamingo. Ein pinken? Was Flamingo? Pinke Flamingo. Pinke Flamingo. Flamingo, Mingo, Mingo. Hey.
irgendetwas. Was ich Ich fühle mich richtig Profi, ich das nicht machen. Ah, komm on, du, das ist schwierig. Ich verdiene eh kein Geld. Ja, ich doch auch nicht, aber das ist doch egal, oder? Das ist doch schön. Das ist doch einfach schön. Du laberst nur Bullshit, oder? Nein, eigentlich nicht. Du laberst Bullshit. Nein, tu ich nicht. So ein Hurensohn. Wie hast du mich gerade genannt? So ein dreckiger Wichser bist du. Oh, die Hosensäck. Ich habe Hosensäck. Aber ich habe Hosensäck. Die Mutter hat mir erzählt, dass du wieder die BMW gegen den Baum gefahren hast. Du kleiner, elendiger, Hurensohn. Wieso bist du so fies zu mir? Hurensohn, jetzt kommt der City-Sohn. Okay. Der Luzi ist eigentlich immer noch nicht da. Was machen wir jetzt? Einfach nochmal alles von vorne. Ah, wirklich, das ist aber schon ein bisschen billig, oder? Ja, ich bin auch der Luzi, also von dem her. Mir eigentlich egal, du. Ja, mal von vorne. Ja, ja. Ich bin gerade wieder da. Ich bin nur kurz eins am Räuchen. Ein Lungenbrötli nehmen. Meine Lungen provozieren. Das ist der Luzi-Pausensong. So, ich bin wieder da, ich war erfolgreich gewesen. Und ja, habe währenddessen schon das Viertel vom Knorrli versucht zu lackieren. Das müssen wir jetzt einfach noch ein bisschen trocknen lassen. Weil braucht ein bisschen länger. Währenddessen können wir schon mal anfangen, einen Besatz zu machen als Hose. Ihr fragt euch sicher, Luzi, was ist ein Besatz? Ein Besatz ist eine Art Verknotung. Eigentlich gedacht war als Verknotung für ein Seil. Weil Seile sind ja verschiedene Seile miteinander verzwirbelt. Wenn du halt keine Verbindung hast, die drauf drückt, kann es sein, dass mit der Zeit auseinandergehen und halt kaputt gehen. Ja, wie hast du das früher gemacht? Mit kleineren Seilen. Und das machen wir jetzt über die Aromatdosen als Hösli. Oh ja, das wird jetzt ein bisschen Zeit beanspruchen. Aber du, ich habe Zeit. So ein Open-End-Stream.
Schauen, ob das funktioniert. Herzlich willkommen. Irgendjemand anders, der zuschaut, by the way. Hi Naomi. Ja, kurze Frage. Stört die Hintergrundmusik? Soll ich sie komplett ausschalten? Weil mir geht sie jetzt schon ein bisschen auf den Sack. Das Problem ist, die haben irgendwie so 5 Minuten vor Streambeginn habe ich die noch kurz in GarageBand zusammengebastelt. Es ist halt irgendetwas geworden, weil ich dachte, ich brauche Hintergrundmusik. Aber ja. Herzlich willkommen anderen Zuschauer. Okay, es kommt auf den Sack. Ja, Stille ist besser. Stille ist besser. Also, wenn jemand verlangt, wieder, dass ich die Musik wieder anmache, dann mache ich sie wieder an. Aber sonst. Ich meine, es ist dann mehr so ein bisschen ASMR. Mit noch ein bisschen Verkehr im Hintergrund. Und ein bisschen Umgebungsgeräusch. Das ist doch auch mal schön. Einfach mal zuhören, was der Luzi im Internet alles so von sich gibt. Weil ja, etwas Besseres zu tun, habe ich eigentlich nicht. Also ich hoffe, die Umgebungsgeräusche sind nicht zu störend, weil ich habe keine Ahnung. Ich lasse dem Stream ja nicht zu. Und ich habe gerne das Fenster offen und so ein bisschen Atmosphäre. Währenddessen, dass ich da einen Besatz mache auf eine Aromatdose. Das sieht nachher sicher cute aus. Ba, 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 da, 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 na, 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 na. Ba, 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 da, 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 no, da, 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 no, da, 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 no, da, 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 da. Ba, ba, ba,
Ba-da-ba. Viva Colonia, wir lieben das Leben, die Liebe und die Lust. Glauben an den lieben Gott und haben auch immer Lust, da sind wir dabei. Das ist prima. Viva Colonia, wir lieben das Leben, die Liebe und die Lust. Glauben an den lieben Gott und haben auch immer Lust. Nein, ich habe keine ADHS oder so. Gar nicht. Ja, ich glaube, dass am Samstag um 12 Uhr anfangen zu streamen ein bisschen strategisch nicht so eine gescheite Idee war. Aber mir ist das egal. Weil eigentlich ist es ja das Ziel, das mal 12 Stunden durchzustreamen. Weil er einfach so denkt, ja komm, das letzte Mal sind es glaube ich 11 Stunden gewesen. Jetzt setze ich einfach einen drauf und machen 12 Stunden. Und dann können wir vielleicht gerade noch ein bisschen meinen Geburtstag feiern. Also ja. Ich feiere nicht meinen Geburtstag, sondern ich feiere dadurch, dass ich den 27 Club überlebt habe. Aber ich bin immer weit davor entfernt gewesen, weil ich habe weder bin ich ein erfolgreicher Musiker, noch habe ich Zugang zu Heroin. Und es ist einfach so, ja. Und ich besitze keine Waffe. Keine Schusswaffe. Also auf dem her machen wir das Tattoo. I overlived the 27 Club. Das ist auch ein Achievement. Also, das sieht momentan etwa so aus. So schön gespleisset. Da hebt dann auch und es sieht dann aus wie so Hose. Und das schieben wir dann nachher da unten an den Rand her. Und machen unten dran nochmal ein Seil dran. Also ein Garn, ein Besatz. Der mit sieht aus, als hätte er nachher Schuhe. Weil ich habe da noch das Garn da. Und dann das sieht sicher fashionable aus. Oder cool. Cool zumindest. Ich frage mich halt, gibt es irgendwie so Copyright-free Background Music, die ich im Loop laufen lassen, weil
Werde ich jetzt Copyright gestrikt, weil ich die ganze Zeit Viva Colonia singe? Pfeife. Mal schauen. So. So sieht es ein bisschen schöner aus. Schön gespleiste, schön besatzte Hosen auch. Jetzt machen wir unten dran genau das gleiche, einfach mit grün. Ich bastle. Also ich versuche jeden Scheiß, den ihr mir vorschlägt, zu basteln. Bin momentan an einer Knorrli-Figur dran, wie man hier oben sieht. Und ja, es kommt gut. Ich muss jetzt zuerst wieder einstellen. Badam, badam. Wo sehe ich den Chat? Da, Chat. Wuhi. So, jetzt sehe ich den Chat. Jetzt. So, jetzt bin ich wirklich sehr gut eingerichtet. Also nein, ehrlich ist es super Puff und ich komme irgendwie die Schlacht damit. Aber wir kommen vorwärts. Ba, 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 ba. Text.
On the fly verändern. Ähm. Als hm. Oh nein, 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 nein. Du gehst direkt über. Ich könnte es vielleicht noch rot machen. Oh, oh ja, wel. Gefällt mir jetzt noch nicht. Oh, ich glaube, das ist akzeptabel so. Auch ein bisschen grösser machen. Oh, sieht pretty fantastic aus. Ja, also dadurch, dass ich jetzt ein bisschen besser eingerichtet bin, habe ich... Sieht so aus. Unten dran machen wir jetzt noch schwarz. Sieht aus wie wenn er Schuhe an hätte. Der Knorrli. Schwarz habe ich hier. Natürlich auch Nagellack. Alles andere ist irgendwie so. Gerade nicht vorhanden. Raindrops are falling on my head.
That does me. Ba 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 ba. Da da ba 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 ba. Ba 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 ba. Ja, da müssen wir jetzt rechnen. Warten bis es trocknet. Jetzt gehen wir nochmal drüber, damit das sauber aussieht. Da könnten wir prinzipiell auch nochmal drüber. Ja. Was machen wir in dieser Zeit? In dieser Zeit könnte ich mal den Leim aus dem Dingens rausnehmen. Noch ein paar Händchen machen vielleicht. Ja. Könnte ich prinzipiell machen. Aber die machen wir aus Baumwolle. Strike. Ba, 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 ba. Ra, ba, 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 ba.
keinen Brand in der Wohnung auslösen. Ja, zum Glück habe ich keinen Brandmelder. Zum Glück habe ich keinen Brandmelder da drin. Ja. Aber ich glaube, nachher machen wir mal etwas zum Mittag. Obwohl, nein, ich habe ehrlich etwas. Das Messer sieht nicht so aus. Doch! Mein Großvater hat immer gesagt, ein richtiger Schweizer Bub hat immer ein Sackmesser im Sack. Und da muss ich sagen, da hat er jetzt nicht Unrecht gehabt. Wenn ich das jetzt da unten durchfädle, wenn ich es schaffe, es da unten durchzufädeln, dann
Ja, jetzt habe ich es nicht geschafft. Ja, ja. Hä, was ist das jetzt? Ja, ich habe voll schon mal. Ich bin dumm. Nein, ich bin nicht dumm, aber ich bin manchmal ein bisschen schusselig. Wäre ich dumm, dann wäre ich vielleicht bekannter. Nein, keine Ahnung. Ist doch eigentlich egal. Bam, 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 bam. Da mache ich jetzt einen sogenannten Pulse-Deck-Knoten dran. Das ist eine Schlaufe, die sich selber sichert. Ich bin irgendwie into Knots geworden. Also Seile. Wenn ich noch weiss, wie der Pulse-Deck geht. Nope. Verkackt. Nochmal ein Versuch. No, that's not a pulse stick. Ach du mir. Die Prüfung haben wir noch können. Ba, 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 die Frage ist, soll ich jetzt gleich noch eine gescheite Hintergrundmusik machen? So, dass vielleicht, wenn einer irgendeinen platzt,
Ja. Ich glaube, das bekomme ich hin. Jetzt ist wohl einfach nur noch der Knoten da. Wieso habe ich mir wirklich auf die 5 vor 12, 5 vor 1, ich habe mir einfach den Wecker vorgestellt, wow. Ich bin so gescheit, manchmal. My genius is so great, it creates gravity. So. Da noch kurz abschneiden. Dann haben wir hier auch schon ein Knall in seine Hände. Braucht er noch 2 Augen. Jetzt schaue, habe ich irgendwann noch einen Filzstift. Da müsste ich echt schauen, ob ich da noch einen Filzstift hätte. Sicher, irgendwann mit dieser Schublade habe ich ja Filzstift, wenn ich die Schublade reinbringe. Ich wünschte, ich wäre besser vorbereitet gewesen und hätte ein Googly Eyes geholt. Das wäre jetzt witzig gewesen. Filzstift. Ich brauche einen Filzstift. Nur einen Filzstift. Ich brauche einen Filzstift. Ein ganz grosser Filzstift. Oder? Was ich auch gerade gefunden habe, ist das hier. Revel Color irgendetwas. Ich habe mir mal versucht, mit dem meine Fingernägel zu lackieren. Es ist fehlgeschlagen, weil das Ding braucht irgendwie so eine halbe Stunde zum Trocknen. Und für das habe ich halt hure Geduld nicht. Die Frage ist, habe ich da irgendwann einen Pinsel? Vielleicht auch nicht. Ich sehe es jetzt.
Pinsel. Nur einen. Mal kurz schauen. Super vorbereitet. Muss sagen. Ja, den Pinsel habe ich jetzt nicht wirklich gefunden, weil ja. Irgendjemand habe ich noch einen Pinsel gehabt, aber ich weiss nicht mehr wo. Vorher. Ja, gut. Dann versuchen wir das halt auf andere Weise. Mit einem Ziggy-Filter. Professional. This is very professional. Und ich muss sagen, es funktioniert sogar ein bisschen. Wenn ein bisschen mehr Farbe mehr funktioniert es ein bisschen besser. Actually, it's not bad. Also also merkt euch, für einen improvisierten Pinsel könnt ihr einfach einen Ziggy-Filter nehmen. Also ich will jetzt nicht das Auto damit lackieren, weil das wäre ein bisschen zu mühsam. Für das könnt ihr gerne Spray rausnehmen. So, und jetzt habe ich ja gesehen, was ich noch machen muss. Statt das hure Label abkratzen, damit man das Knorren noch sieht, weil es ist ja der Knorrli.
Bam, ba-da-da, da-dee-da, bam. Sitting here in the boring room, just another rainy Sunday afternoon. I'm wasting my time, I got nothing to do. I'm hanging around, I'm waiting for you, just nothing ever happens. Was jetzt könnte ich machen dazu? Machen wir einfach auf YouTube fucking Karaoke Playlist an. Karaoke Playlist. Ba-da-ba-ba-ba-dam. YouTube. Copyright free background music. 2 hours, okay. Boah, das ist mega langweilig. Ja. Das habe ich mich schon eingesehen. Super. Bam, ba, bam, 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 tadam, tadam, dam, dam. Ach, weißt du was? Schau, ob das OBS vertreibt. Und schau, ob das irgendwie jetzt auch funktioniert. Das wäre cool. Das ist eine Garageband. Fensteraufnahme. Das ist doch perfekt. Die Frage ist, gehört ihr denn das auch? I guess ihr hört das jetzt auch. Also, ja. Oh, kurz, ich mach das anders. Ja, so. Dann
Den kann ich löschen. Ja, jetzt haben wir wieder zurück da. Weil Grüße, neue Zuschauer. Hoi. Wir basteln gerade, also ich bastle gerade eine Knorrli-Figur aus einer Aromatbüchse, Seile. Und es ist schon recht lässig. Ausser dass ich halt keinen wirklichen Pinsel habe und einen Ziegefilter verwenden muss, aber bis jetzt sieht das noch nicht mal so wüst aus. Ja, das ist... Also beruflich hätte ich das nie können machen. Für das ist mit zu genau arbeiten und dass es mega schön aussieht, zu fest an. Ups. Oder nein, nicht einmal das, sondern einfach das Abdecken. Das ist so eine Arbeit, die ich nicht muss machen. Knorrli. Knorrli Ninja machen wir. Ein Ninja. Ich bin ja nicht der Gangster. Ich bin ja nicht der Gangster. Naja, wenn ich noch ein bisschen drehen kann, damit das nachher schön verteilt ist. Und ja. Nach meiner Wellentubbel kommt auf die Idee, jetzt müssen wir live streamen. Ich? Ja, da müssen wir nochmal drüber. Irgendetwas zum Wegputzen. Oder machen wir eine Frisur? Ah, komm, wir machen eine Frisur. Wir machen eine schöne Frisur. Jetzt sieht er so aus. Und ich versuche noch irgendwie 2 Augen rein zu machen.
Oh nein. Scheiß Deckel unter den Tisch geht. Not cool. Schön auf mit schönen Pausenteppich. Man für 10 Franken auf Tutti gekauft habe. Ich weiss, dass ich mich richtig einsaue. Weil das ist ein Grund, wieso dass ich nicht gerne mit Farbe umgehe. Weil ich saue einfach immer instantly alles ein, weil ich so vergesse, dass ich Farbe an den Fingern habe oder alles umeinander saue. Ja. Genauso wie beim Kochen. Das Aufräumen nachher ist da, wo mich anschießt. Was ein bisschen verständlich ist. Jetzt stellen wir den mal auf die Seite. Der trocken, dass der da ist. Ja, der muss noch ein bisschen trocknen. Ja. Ich glaube, das tue ich jetzt mal pausieren, mache eine kurze Rauchpause und dann sehen wir uns nachher. Also Rauchpause, ich gehe wahrscheinlich einfach noch etwas essen und vielleicht mal aufs WC. Ja, so was normale Menschen halt machen. Ich bin gerade wieder da, ich bin nur kurz eins am Räuchen. Ein Lungenbrötchen nehmen. Meine Lunge provozieren. Das ist der Luzi-Pausensong. Der groovt ab. Hach deine Hand ab. Was nicht ab ist dran, denn ich bin ein grosser Mann. Ich erzähl dir irgendwelche Seich, währenddessen ich in meine Lunge seich. Au! Sie will ein Flamingo. Also eigentlich heisst es Flamingo. Und wo will sie? Auf dem Schmine. Ah, okay, cool. Auf dem Schmine? Ja, auf dem Schmine will sie ein pinker Flamingo. Ein pinker? Was Flamingo? Pinker Flamingo. Pinker Flamingo. Flamingo, Mingo, Mingo. Auf dem Schmine stehen.
einfach irgendetwas... Was ich soll einfach irgendetwas mit dem Maul machen? Ja, machst du jetzt etwas? Hä? Bist du ein bisschen bescheuert? Bis hey, ich schmier dir eins. Ja, den halt. Ich fühle mich richtig Profi, ich das nicht machen. Ah, komm on, du, das ist schwierig. Ich verdiene eh kein Geld. Ja, ich doch auch nicht, aber das ist doch egal, oder? Das ist doch schön. Das ist doch einfach schön. Du laberst nur mehr Bullshit, oder? Nein, eigentlich nicht. Du laberst Bullshit. Nein, tu ich nicht. So ein Hurensohn. Wie hast du mich gerade genannt? So ein dreckiger Wichser bist du. Ohne Hosensäck. Ich habe Hosensäck. Aber ich habe Hosensäck. Die Mutter hat mir erzählt, dass du wieder die BMW gegen den Baum gefahren hast. Du kleiner, elendiger, du kleiner, elendiger Hurensohn. Wieso bist du so fies zu mir? Hurensohn, jetzt kommt der City-Sohn. Okay. Der Luzi ist eigentlich immer noch nicht da. Was machen wir jetzt? Einfach nochmal alles von vorne. Ah, wirklich, das ist aber schon ein bisschen billig, oder? Ja, ich bin auch der Luzi, also von dem her. Mir eigentlich egal, du. Ja, mal von vorne. Ja, ja. Ich bin gerade wieder da. Ich bin nur kurz eins am Räuchen. Ein Lungenbrötli nehmen. Meine Lungen provozieren. Das ist der Luzi Pausensong. Der groovt ab. Hach deine Hand ab. Was nicht ab ist dran, denn ich bin ein grosser Mann. Ich erzähl dir irgendwelche Seich, währenddessen ich in meine Lunge seich. Au! Hallo, I'm back. Jetzt sollte unsere Lackierung einmal da trocken sein. So halbwegs. Ja. Dann könnt ihr dann nachher noch. Ja, das Ablaufdatum brauchen wir nicht, da müssen wir nicht wissen. Das ist
ziemlich egal bei Aromat. Das Zeugs hebt ewig. Ich glaube, ich benutze immer noch Aromat, das seit etwa 2 Jahren abgelaufen ist. Never felt any different. Ich habe es damals schon zum halben Preis gekauft, weil Aromat ist geil. Schweizer Skala Kokain. Einfach Glutamat. Ja. Noch ein Schlückchen Monster. Stay hydrated. Er sollte langsam an. Kann ich nachher hier drauf kleben und dann noch haben wir auch schon eine Knalli-Figur. Oh wow. Oh wow. Oh wow. I'm a genius. Also eigentlich wollte ich ein Smile ins Gesicht machen, aber irgendwie, ja. It's scared! Be afraid! Spooky, scary skeletons. So. Das erste, was ich jetzt mache, ist hier die Decke zu, weil sonst... haben wir da. Ich habe mal den Kleber. Alles Kleber. Auch für Styropor, oh, liegt er mir. Schnell, kraftvoll, forte, forte. Ja. Wattepad habe ich hier drin. Dann machen wir das nämlich gleich richtig. Ich kann es nämlich noch ein bisschen richtiger machen. Gibt es richtiger als richtig? Ich weiß es nicht. Das ist Ansichtssache. Ich enthalte mich in jeglichster Aussage gegenüber von dem. So, was wir jetzt machen, ist ganz einfach. Wir rauen einerseits hier ein bisschen auf, damit du bei der Klebstelle eine höhere Oberfläche hast. Weil dann hebt der Leim auch besser. Hoffentlich. Ja, that looks good.
So. Und dann natürlich noch mit Aceton reinigen. Macht gleichzeitig wahrscheinlich noch meine Fingernägel damit kaputt. Aber das ist egal. Everything for the purpose. Ich kann sie schon. Ich sollte sie mal wieder neu lackieren. Das ist gut so. Den packe ich mal den Leim aus. It just vanished. Ah. Ist nur aus meinem Blickfeld gewesen. Alles Kleber, extra, tropffrei, geil. Tropffrei. You sure about that? Ja, mal kurz da noch mehr. Ich muss schon haben. Ich bin mir zwar nicht sicher, ob das rechnet richtig, aber ja. Schlussendlich, wenn alles rechnet, ist noch ein bisschen besser anmalen, oder? So. Das soll es einfach sein. Ja, also ich wäre jetzt dafür, dass wir einfach, also ich hätte einfach ein bisschen Musik produzieren. So schöne Hintergrundmusik, weil ich vorher keine Zeit hatte, um so etwas zu machen. Wieso? Weil ich keine Lust habe. So. Dann gehen wir da mal auf Go. Da kurz. Ist das. Ja, es ist Cam Audio. Wieso auch immer. Genau, jetzt hört ihr mich. Ich hoffe, dass es dann nachher nicht so weird wird mit Rückkopplung und so vom. Aber da werden wir vielleicht nicht haben. Also, begeben wir uns ins GarageBand. Und das habe ich bis jetzt. Es ist halt ja. Papa.
Ja, dadurch, dass wir jetzt auch keiner sieht rauchen, kann ich auch eine Ziege rauchen. So. Schauen wir mal, was da vor sich tut. So. Es gefällt mir nicht. Es gefällt mir nicht. Ah. Nicht so. Ba, 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 ba. Spur für Softwareinstrument, Bass, nein, Synthesizer, Bass and ba 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 da 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 da. Yeah, seems fair. Looper. Looper. Nicht Lupe, sondern Looper. Ba 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 ba.
Yeah, that works, that works. Ba-da-ba-bam, 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 dam, da-dam-dam, da-dam. Mal schauen. Boom, da, da, da. Machen wir da. Bam, 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 bam. Das ist ein Softwareinstrument, wo
das Lupe. Lupe. Das ist meine Lieblingsfunktion von GarageBand. Das Lupe. Ich muss nicht alles 1000-mal einspielen. Papa, padapa, papom, papom, bom bom, bom bom. So. Spur, Buzzing Metal. Ja, that shit legit nice. Hintere Schiebe. Oh, wait. Get something up. Ah. Stop. Hintere Schiebe.
Small penis guy. Brum, ja, fuck off. So. Basteln wir da jetzt einfach mal einen Hintergrundsong zusammen. Live, weil ich nicht bis zu habe. Also wir haben noch schön ein bisschen Lupe, he? Da einfach dahinter Lupe, bis wir vielleicht noch ein bisschen Reverb drauf. Ah. Was haben wir gerade? Da ein bisschen Reverb. Reverb. Plugins. Pedalboard. Some flange reinhauen.
Sali, liebe werte Zuschauer, wir sind hier jetzt gerade ein bisschen im GarageBand drin, an einem Hintergrundsong am zusammenstellen, weil ich gerade gerusht habe und ich zu wenig vorbereitet war. Ja. Dann haben wir hier das E-Piano, fetzen hier einfach mal richtig fett da Pedalboard im Fass drin rein. Nein. 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 Irgendwie so. I look just like Buddy Holly. Perfect. Oh, that sounds pretty fucking nice. Klingt zwar wie ein fucking Diskettenlaufwerk, aber seems pretty fucking nice, man. Der Wechsel ist arschgeil. Den muss ich nicht behalten. Also. So. Können wir dort auch.
Something's wrong. Something's... no, it's right. Da war ich ein starker Führer, eine fette Bassdrum. Habe ich da etwas drauf? Ja, das. Nein. Oh ja. Und der wacht im Achteltakt. Nein. Der letzte Drumbeat kann ich da. Ups. I did a mistake. Ja. Oh.
Dann schöner Übergang. Schauen, ob das was wird.
So. Ba. Den können wir jetzt noch ein bisschen mehr verzerren.
Ba, 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 ta, ta, ta. Also löschen den Scheissdreck. Ba, 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 ba. Dann gehen wir hier auf Automation. Automation, Volume, nein, aber Pedalboard, Fassmaschine, Fass. Da habe ich am Anfang kommen noch recht wenige. Jetzt haben wir
Drummerspur. Elektronisch. Ja, machen wir Tech House. Okay. Die einfach mal so ein bisschen kürzen.
Yeah, I think that's good enough for so eine Festplatte. Hintergrundmusik 2.0. Also, wie gut das da kommt. Ja. Ja, ich lade es mal noch kurz durch. Und dann bin ich jetzt eigentlich schon am Streamen. Warten, bis der durchgelaufen ist. So, dann mache ich jetzt eine kurze Pause. Dann sehen wir uns später wieder. Ich bin gerade wieder da. Ich bin nur kurz eins am Räuchen. Ein Lungenbrötchen nehmen. Meine Lunge provozieren. Das ist der Luzi-Pausensong. Der groovt ab. Hach deine Hand ab. Was nicht ab ist dran, denn ich bin ein grosser Mann. Ich erzähl dir irgendwelche Seich, währenddessen ich in meine Lunge seich. Au! Deine Mutter hat mir gesagt, sie will ein Flamingo. Also eigentlich heisst es Flamingo. Und wo will sie? Auf dem Schmine. Ah, okay, cool. Auf dem Schmine? Ja, auf dem Schmine will sie ein pinken Flamingo. Ein pinken? Was will der da? Pinke Flamingo. Pinke Flamingo! Flamingo, Mingo, Mingo. Auf dem Schmine zu stehen. Du Luzi, bevor ich bei, mach einfach irgendetwas. Was? Ich soll einfach irgendetwas mit dem Maul machen? Ja, machst du jetzt etwas? Hä? Bist du ein bisschen bescheuert? Bist du, hey, ich schmier dir aus. Ja, den halt. Ich fühle mich richtig Profi, für das ich nicht mache. Ah, komm on, du, das ist schwierig. Ich verdiene kein Geld. Ja, ich doch auch nicht, aber das ist doch egal, oder? Das ist doch schön. Das ist doch einfach schön.
Elendige, du kleine, elendige Hurensohn. Wieso bist du so fies zu mir? Hurensohn, jetzt kommt der City-Sohn. Okay. Der Luzi ist eigentlich immer noch nicht da. Was machen wir jetzt? Einfach nochmal alles von vorne. Wirklich, das ist aber schon ein bisschen billig, oder? Ja, ich bin auch der Luzi, also von dem her. Mir eigentlich egal, du. Ja, mal von vorne. Ja. Ich bin gerade wieder da. Ich bin nur kurz eins am Räuchen. Ein Lungenbrötli nehmen. Meine Lungen provozieren. Das ist der Luzi-Pausensong. Der groovt ab. Hach deine Hand ab. Was nicht ab ist dran, denn ich bin ein grosser Mann. Ich erzähl dir irgendwelche Seich, währenddessen ich in meine Lunge seich. Au! Sie will ein Flamingo. Also eigentlich heisst es Flamingo. Und wo will sie? Auf dem Schmine. Ah, okay, cool. Auf dem Schmine? Ja, auf dem Schmine will sie ein pinker Flamingo. Ein pinker? Was will der da? Pinker Flamingo. Pinker Flamingo. Flamingo, Mingo, Mingo. Auf dem Schmine stehen.
So, ich bin jetzt auch wieder da. Jetzt implementieren wir gerade so die Hintergrundmusik, die wir vorher gemacht haben, die letzten irgendetwas. Ich genieße mein Farmer Mate made with Yerba Extrakt. Landi, bitte, bitte sponsert mich endlich, wirklich, bitte. Ich bin heute extra noch am Landi und habe ein paar Sachen zusammengekauft und bin ein bisschen enttäuscht gewesen, dass es keinen Multimeter hatte. Ich habe extra in Jumbo noch fahren dafür. Aber ich habe... Was habe ich in der Landi gekauft? Mate. Und sonst eigentlich nicht mehr groß. Bitte Landi, come on. Egal. Prost zusammen. So, dann implementieren wir mal da die Hintergrundmusik. Hinzufügen. Medienquelle. Hintergrundios. Dann haben wir da GarageBand. Laut. So, Update zum Knorrli. Schulz hat mich keiner gehört. Update zum Knorrli. Ich habe jetzt ein bisschen das Fenster rausgestellt und stelle mir jetzt einen Timer auf 1 Stunde. Dann sollte der hure Knorrli mal fertig sein. Stelle einen Timer auf 1 Stunde. Perfekt. So. Wie nennt man das überhaupt? Ja, ich glaube, das ist so. Das kann man so sein lassen. Ja, obwohl, ich muss noch kurz da schauen, ob meine Stimme da gut drüber passt. Monitoring. Ja, also, ja, ich denke, da geht voll klar. So. Dann will ich euch mal vorstellen, was wir da... Also die Knolli-Figur, die ist immer noch in Progress. Ich kann sonst mal auf Insta schauen, vielleicht... ich könnte nochmal Dingens starten. Vielleicht... Irgendjemand Lust hat mit irgendwelchen dummen Vorschlag gegeben. Ja.
Wel, ich könnte noch kurz schauen in meiner Dingens. In einer Story, ob da noch irgendjemand. Können wir die Liste auch noch kurz ergänzen? Aktivität. Niemand. Okay, do a backflip. That's not gonna happen. Sport bauen. Sport bauen. Das hätte ich hinbekommen. Knorri-Figur. Ja gut, dann machen wir uns doch mal ein Boot bauen. Wie baue ich ein Boot? Vielleicht aus einer White Monster Dose. Könnte sogar klappen. Da kann ich nur einen Dosenöffner. Okay, ich hole mal einen Dosenöffner. Oh. Und jetzt fangen wir an, das Boot bauen. Zuerst entfernen wir mal hier oben. Den Rand. Der Deckel hier ist weg. Sorry auch. Mit der anderen Deckel eigentlich weg. So. Probably. Vielleicht.
Hell yeah. I've got tube now. So. Dann versuche ich die irgendwie so aufzuschneiden ohne Schere. Zusammen? Probably zusammen. Ja, es sieht schlecht aus. Okay, ja, ein Sackmesser. It's very safe, aber ich komme da schon her, auch ohne irgendetwas. Versuchen wir es mit der Säge. Mit der Säge, wo ist die Säge? Ja. Vergiss den. Oh. Zange gefunden. Was ist jetzt eigentlich da? So.
Perfekt. Jetzt haben wir hier so in der Mitte abeinander. Jetzt ist meine Idee, dass man sie irgendwie so einfaltet. Beziehungsweise, dass das hier unter der Kiel wird, in der Mitte. Das schön aufbeugen, dann hier einschneiden, dann irgendwie so runterbeugen. I think that can work out. Don't fuck it up. Ich bin ehrlich, eigentlich geht es besser, wenn es nicht so steif ist. Das kann ich der Wand gleich wegnehmen. Das ist schon mal lose. Echt, der Meer ist da los. Already broke the fucking... Jetzt habe ich das Scheiß kaputt gemacht. Press fit? Ja, wow. Papa. Benutzen wir es mal aus. Billiger Dosenöffner.
Salut, werte Zuschauende, ich bin hier gerade am versuchen, ein Boot aus einer Energy Drink Dose zu bauen. Weil das jemand vorgeschlagen hat. Wenn du etwas willst vorschlagen, schreib es in die Kommentare. Weil denen passt es. Außer vielleicht eine Atombombe oder so, das ist jetzt nicht unbedingt, aber waffentechnisch auch nicht gross. Ja. Ich weiß nicht, ob das jetzt ASMR ist. Oder ob es einfach heller nervig ist, wenn man die ganze Zeit die Dose im Mikrofon hört. Is this ASMR? I don't know. Ja, gut. Schauen wir, dass wir hier noch einen Schnitt machen, damit ich es auffalten kann. Legen wir am besten in der Mitte. Weißt du was? Das anders. Flach bekommt. Ich habe hier einen Hammer. Wird schwierig. Oder ich mache es einfach ganz einfach. Wenn wir jetzt einfach Schere und schneiden da etwas raus. Schere. Wo ist die Schere? Da ist die Schere. Share. Share. Eine halbe Schere. Sackmesser. Wie Butter. Wie Butter. Die andere Seite noch. Bam, 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 bam. So. Jetzt haben wir prinzipiell ein flaches Stück Aluminium, das wir ein Bildchen daraus falten oder bauen. So mische ich das beides. Also zuerst mal in der Mitte falten. Das erhöht auch die Stabilität im Allgemeinen. Also sozusagen Kiellegung. Machen wir ein Schiffle mit geradem Vorstiefen oder einen schrägen.
Kann ich einfach umfalten. Bauwurst braucht es jetzt nicht unbedingt. Ja, sieht doch mal fast schon aus wie ein Schiffli. Dann den Hinterteil gleich machen, innen nicht, hätte ich gesagt. Immer ein bisschen etwas anderes. Ähm, Papa, papa, da, da, da. Einfach so gerade. Wo? Soll ich das jetzt am geschicktesten machen? So verfalten. Ehrlich, ein bisschen zu hoch. Papa. Oh, so sieht das auch schon ein bisschen besser aus.
So wäre eigentlich ideal. Ich glaube, da muss ich ein bisschen festhalten. Versuche noch, dass sicher dicht ist. Zusammendrücken hier. Jetzt wird so ein Klemmerli, Zwischenklemmerli, super, aber natürlich kann ich so etwas nicht. Was ist irgendetwas? Ich hätte Duct Tape. Das ist aber safe. Muss ich mich reinsabbern. Ich weiss, wo ich den Leim eingelegt habe. Nein. Da. So, mal schauen, ob der Leim hebt, was er verspricht. So, jetzt bräuchte ich eigentlich nur noch irgendeine Schnur. Das habe ich. Ups. Besser. Wenn ihr euch fragt, wieso dass ich das mache, ich habe kein Klemmerli, um das Ding zusammenzuhalten. Also ich setze jetzt einfach die Zange unter Spannung. Und das ist dann eigentlich meine Klemme. Das stellen wir jetzt ein bisschen in die Sonne und lassen es trocknen. Das ist jetzt nicht versagt. Ja, no. So, das lasse ich jetzt einmal trocknen. Wie lange hat unser Knorrli noch? Ja, noch eine halbe Stunde. Gut.
müsste jetzt noch alles 40 ist. Da ist es. Pepere, 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 pepere. Pepere, 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 pepere. Pepere, pepere. Pepere, pepere, pepere. Pepere, pepere, pepere. Pepere, pepere.
So. Könnte ich gerade mal das Zeugs führen. Ich habe gerade selber gedoxt. Genius Move. Ja, Spaß. Ich wohne dort schon lange nicht mehr. Oh yeah. Wechselsprechanlage. 3 Kanal. So. Das Shit ist etwas. Das da ist eine Freisprechanlage. Also eine Freisprechanlage, eine sogenannte FM-Wechselsprechanlage 3 Kanal von Ivanco. Es ist wie alt. Keine Ahnung. Aber jedenfalls kannst du ein Gerät hier jetzt zum Beispiel an der Steckdose anhängen und das andere in einem anderen Raum an der gleichen Steckdose. Und dann kannst du durch das reden. Und ja. Ich versuche jetzt das in eine Gitarre einzubauen. Weil ich habe nichts Besseres vor. Und seems pretty fun. Aber ich brauche 2 von denen. Das eine ist das Receiver-Gerät, das andere ist Giver. Die Frage ist, ob man das Ding überhaupt in die Gitarre reinbekommt. Also ja, die sind neu. Die sind komplett nicht verpackt. Ich habe irgendwann mal eine Frikade geschossen für irgendwie so 20 Steine oder so. Und dann ich gedacht, hey, fair concept. Aber ja. Im ersten Schritt nehmen wir mal einen so auseinander. Beziehungsweise schauen zuerst mal, ob das Ding überhaupt noch funktioniert. Und wenn nicht, dann müssen wir es halt flicken. Wenn ich das überhaupt schaffe. Ja, ich schaffe das schon. Es ist nicht so viel Elektronik. Boah. Dingens ist verhockt. Ich habe schon etwas gefunden, was ich muss flicken. Ja. Geht Schlimmeres. Ich habe ja irgendwann noch WD-40 rumstehen. Das sollte kein Problem sein.
Das Ding mal auseinander. Schaut, was sich in dem Ding befindet. Und ja, es ist ein bisschen, wie soll ich sagen, also die konventionellste Art, eine Gitarre mit einem Verstärker zu verbinden, aber es hat keinerlei Vorteil, weil die Dinger sind hure noisy, weil sie auch halt, weil das Audiosignal durch das Kupferkabel geschickt wird. Und es hat zwar zum Rausfiltern von Noise wahrscheinlich schon etwas drin, weil Strom, der Strom, der bei uns aus der Steckdose rauskommt, ist ja ein Wechselstrom. Wechselstrom erzeugt eine Frequenz und das ist hörbar. Du hörst vor allem bei Hochspannungsleitungen aber eine gewisse Frequenz. Und das verstärkt sich halt, wenn du ein Mikrofon dran hast. Und deswegen wird es wahrscheinlich eine Art wie ein Noise-Filter drin haben. Und das finde ich interesting, wenn die Gitarre durchspielt. Ich fände es pretty interesting. So. Ja. Those are the insights. Testen. Das sind einfach so drin. Right. Das Sound da. Oh. Jetzt ist es da. Ne? Ha! Ich habe geschafft zu lösen. Gut, der funktioniert jetzt. Ob ich die Platine wo in einen Verstärker rein bekomme, also beziehungsweise in eine Gitarre wird schwierig. Aber ich kann es sicher machen, dass ich zwei einzelne Geräte habe, das Receiver-Gerät und das Dingens. Ein Sendegerät. The question I ask myself is, where the hell is the microphone? Or use tut's einfach. It's quite interesting. Also ja, schauen wir, ob die Dinger überhaupt funktionieren. Sollten ja prinzipiell funktionieren, weil die sind fast noch neu, recht analog gehalten. Das ist an. Hallo, hallo. Hallo, hallo. Hat das nächste einen Anschluss? Hallo, 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 hallo. Schutzfolie. Jetzt ist eine Schutzfolie drauf. Ich glaube, die Schutzfolie ist schon eins geworden mit dem Material. Habe ich das Gefühl. Aber ja. Hallo, hallo. 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 Das klingt eigentlich schon noch geil. Aber das liegt vielleicht daran, dass sie einfach den Lautsprecher auch das Mikrofon funktioniert. Und dann, ja, weird, oder? Oh. Aber das bekomme ich schon hin, irgendwie. Ich muss einfach auf beiden Seiten das Dingens drauf tun, Checkboxen,
Und anschließen und fertig, oder? Hallo. Is it voice activated? Oh mein Gott, du hast sogar ein fucking Noise Gate. Hallo. Hallo. Was ist das Lauteste von dem Ding? Hallo. 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 Okay, seems pretty fun to play around with. Also, gehen wir es mal an, hä? Jetzt schauen wir mal, ja, dass der schon ausgesteckt ist, oder? Ja, ausgesteckt ist er. Prinzipiell muss ich da nur eine Checkbox rein tun, bei den anderen auch eine Checkbox, wenn ich genug Checkboxen habe, aber ich habe literally nicht vorbereitet. Dann kann ich das Signal durch den Strohkreislauf schicken und dann einen Verstärker rein und schauen, wie das tönt und vor allem wie viel Latenzzeit das Ding hat. Weil, ja, Latenzzeit ist auch nicht so geil, oder? Und da spielst du 3 Minuten später. Sorry. Ja. Dann. Schrauben wir mal den raus. Schauen den an. Und. Weiß ich nicht. Bauen wir mal eine Checkbox rein. Suchen einen Verstärker, oder einen kleinen Lautsprecher. Is it glued in? Not really. Aber es wird sich ein bisschen. Aber das ist kein Problem. Da habe ich genau. Schlitzschraubenzieher zum Rühren. Eigentlich ist es ein Phasenprüfer, aber das ist egal. It's literally glued in. Okay. Okay. Das ist. Das sollte eigentlich ein easy, pretty nice Job sein, weil ich muss da eigentlich nur die noch ablöten, nachher die Gitarrenbuchse drauf, dann Stücke fertig. 2 Buchsen brauche ich. He?
found one. I found two. Good, got it. Ist das probably das Noise Gate? Ja. Also, da kann ich eigentlich schon mal den Lötkolben parat machen. Aber oh nein, eigentlich. Sie einfach abzwicken, was fast gescheiter ist. Mit einer Zange, mit einer Zange. Zange geht nicht. Schere. Abisolierzange habe ich gerade keine. Deswegen. Ja, jetzt noch ein bisschen Ground Wire dran. Er braucht schon eine Abisolierzange, wenn man ein Feuerzeug hat. Hey. So. Was ist denn das? Richten wir da dann noch ein Loch. Mache ich das am gescheitsten. Einen Akku hätte ich.
suchen wir jetzt halt noch einen Bohrer. Und die Attackenmaschine muss ich auch noch holen. Wie lange? Knorrli. Ich benutze jetzt einfach mal meinen fixen Verstand zum irgendwie Dingens herkommen. An einem Bohrer, der vor allem genug groß ist, damit nachher verdammte Buchsen wegziehen. Aber da jetzt kein Bohrer. Jetzt auch kein Bohrer. Bohrer. So, jetzt Bohrer. Ich glaube, der geht. Volltonen. Und der Knorrli sollte fertig sein. Also ich habe das Ding jetzt mal eine Stunde trocknen lassen und es hebt so halbe. Ja. Ja. Lassen wir ihn noch ein bisschen haben. Lassen wir ihn noch ein bisschen trocknen. So für eine Stunde oder so. Ah, Stunde haben wir auf eine Stunde. Ja, okay, ja. Fuck, Akkuschrauber. Also ja, oder? Ah, zack, da bin ich wieder. Also, wo sind die Bälle, die ich vorher hatte? Da. Kann sich jetzt. So. Dann mache ich hier schön anzeichnen vom Loch her. Ich würde mal sagen so. Oder an der Seite. Hätte ich so an der Seite Platz. Und alle Bohrer habe ich abgerührt.
finde ich jetzt nicht mehr. Ah ja. Ja, der wird knapp. Ich möchte schon wirklich den anderen Bohrer. Ah ja, zeichnen wir mal an. Papa, Papa. Da gibt es das Ding jetzt gerade verrückt. Ah, passt doch schon drin. Nein. Schade. Ja, ist jetzt spannend. Zum den Bohrer suchen. Nein, es kommt. Nicht dran. And I broke it. Good one. Passt jetzt wenigstens 3. Natürlich noch nicht. Dass das Ding einfach weg ist. Wenn etwas abgeht. Ich habe einen anderen Bohrer gefunden. Vielleicht sollte der passen. Jetzt verrückt es mir wahrscheinlich das ganze Ding. Das ist eigentlich genau die gleiche Größe, so wie ich mein Glück kenne. Ja, cool. So. Grüezi wohl, werte Zuschauer. Ich bin da gerade ein bisschen etwas am Basteln. Eine sogenannte Telefunkgitarre. Ja, es ist... Ich komme vorwärts. So, dann muss ich da die Buchse noch anschrauben, nachher verlöten. Weil jetzt hat sie garantiert reinpassen. Perfekt. Unterlagsscheibli.
Das ist perfekt fit. Wir sind noch die 2 Drähtchen. Dort verbinden. Geht mir das eigentlich? Aber ich habe jetzt die ganze Zeit mit Dingen aufgenommen. Kabelchaos. Dingens probiert. Lötkolber. Lötkolber. Jetzt muss ich zuerst wieder Platz schaffen, um überhaupt Platz zu haben für den Lötkolber. Falls sich irgendjemand noch fragt, warte kurz. Das könnte ich vielleicht auch noch rein tun. Dass ich momentan am Basteln bin.
können wir nachher, glaube ich, besser lesen, wenn es schwarz wäre. So. Wir können lösen. Lösen. Die Temperatur jetzt schon. So, das ist Masse. Das ist nicht gescheit gewesen zuerst. Nein. Just lies.
Okay. That should work out great. Jetzt haben wir noch zum Isolieren, damit ich keinen Schlag bekomme. Duct Tape. Das gute alte Duct Tape. Duct Tape. Dann kann ich den eigentlich wieder zuschrauben. Mal schauen, ob der Scheiß auch funktioniert. Oh no, what to do? I think I messed up a bit. Oh no. Der wieder rausschmeißen. Das Kabel anlegen. Update. Ba, 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 ba. So, das mal richtig zu machen. Das nicht kaputt geht. Fits. Geben wir mal eine Schraube.
Nehmen wir das zweite Gerätchen. Dann brauchen wir eine neue Gitarre. Ein Gitarrenkabel. Kabelitsch. Also ich glaube, es nicht das raussuchen. So, jetzt kommt raus, ob ich hier gescheit verlötet habe oder ob ich jetzt an den Stromschlag stelle. Wenn ich jetzt so stelle. Also ich glaube nicht, dass ich dran stelle. Wenn ich schaffe einstecken. So, jetzt kommt der grosse Moment, wo der Frosch ins Wasser springt. I mean it works. Ich frage mich, da drinnen hat es irgend so ein... Ups. Hat es ein Valkyrie-Set. So eine Regel drin. Ich frage mich, was der macht. Also es funktioniert, das ist schon mal geil. Ja, anders jetzt nicht, weil ich mir geht langsam die Idee aus und nachher noch ein Tasten. Aber ja, ich könnte ja noch eine Runde zocken oder so. Keine Ahnung, was das Ding soll machen. Oh ja, no fucking idea. What? It works. It works.
vielleicht mal Stimmen haben. Aber ja, so wie es aussieht, funktioniert das eigentlich recht gut. Ja. Das ist eine super Maschine, super Maschine. Ist das super. Dann baue ich das genau gleich ins andere auch noch ein und dann kann ich es einen Verstärker hängen und dann tut es wahrscheinlich so trotz Lesung verschissen, dass ja. Das spielt auch keine Rolle. Modulation FM. Nice. Ja, das wäre jetzt einmal beendet, das Projekt eigentlich. Ja. Ist lustig. Ganz lustig wäre, wenn wir jetzt noch einen zweiten Dingens würden anhängen. Obfusivebox, damit es ein bisschen weiter wird. Könnten wir prinzipiell machen. Was ich jetzt natürlich auch vorhabe. So ganz spontan. Ja. Einstecken. No. Salut.
Ja. Dann können wir es mal in Serie. Da wird Holder. Wird Holder. Die Frage ist, hat der Platz? So, wo die Möbel sind. Da ist blöd. Oder doch, wo ich mich für den aufhalte. Ha, ha, ha. Aha. Ba, ba, ba. So, okay, Belly brauche ich jetzt. Kabel! Kabel! Kabel, ich habe gefunden. Kabel. Haben wir wirklich gefunden. Le Kabelinsch. Das Grüne auf eine Masse.
Quarzstraße. Massephase. Masse der Phase. Dynabora. Nicht unbedingt den Penis hinbohren. Das wäre etwas zum Schutz. Was noch? Waren die mit der Ausführung?
So. Ich muss mal schauen, ob da überhaupt auch noch funktioniert. Kabel. Vielleicht tut es jetzt auch einfach gar nicht mehr. Vielleicht falle ich jetzt alles kaputt. Ruhe. So. Mal ob das noch einigermaßen funktioniert. Funktioniert schon. Es ist einfach dermaßen viel stärker ist da drauf. Okay, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, aber wenn ich beim Receiver-Gerät auf Sprechen drücke, geht da oben das Licht an. I don't know. Funny. Rave. Ja, funny. That's actually pretty funny. Und dann werden wir auch noch zoomen. Wie war ja?
Ja, jedenfalls. This light I can activate. Cool. Dadurch, dass das Projekt jetzt gelungen ist, mache ich jetzt einfach mal kurz Pause und ja, was da passiert. Ich bin gerade wieder da. Ich bin nur kurz eins am Räuchen. Ein Lungenbrötchen nehmen. Meine Lungen provozieren. Das ist der Luzi-Pause-Song. Der groovt ab. Hach deine Hand ab. Was nicht ab ist dran, denn ich bin ein grosser Mann. Ich erzähl dir irgendwelche Seich, währenddessen ich in meine Lunge seich. Au! Sie will ein Flamingo. Also eigentlich heisst es Flamingo und wo will sie? Auf dem Schmine. Ah, okay, cool. Auf dem Schmine? Ja, auf dem Schmine will sie ein pinker Flamingo. Ein pinker? Was will der da? Pinker Flamingo. Pinker Flamingo. Flamingo, Mingo, Mingo. Auf dem Schmine stehen. Bevor ich bei mache ich einfach irgendetwas. Was? Ich soll einfach irgendetwas mit dem Maul machen? Ja, machst du jetzt etwas? Hä? Bist du ein bisschen bescheuert? Hey, ich schmier dir aus. Ja, den halt.
ist eigentlich immer noch nicht da. Was machen wir jetzt? Einfach nochmal alles von vorne. Wirklich, das ist aber schon ein bisschen billig, oder? Ja, ich bin auch der Luzi, also von dem her. Mir eigentlich egal, du. Ja, mal von vorne. Ja, ja. Ich bin gerade wieder da. Ich bin nur kurz eins am Räuchen. Ein Lungenbrötli nehmen. Meine Lungen provozieren. Das ist der Luzi-Pausensong. Der ruft ab. Hach deine Hand ab. Was nicht ab ist dran, denn ich bin ein grosser Mann. Ich erzähl dir irgendwelche Seich, währenddessen ich in meine Lunge seich. Au! Sie will ein Flamingo. Also eigentlich heisst es Flamingo. Und wo will sie? Auf dem Schmine. Okay, cool. Auf dem Schmine? Ja, auf dem Schmine will sie ein pinken Flamingo. Ein pinken? Was fehlt denn da? Pinken Flamingo. Pinke Flamingo. Flamingo, Mingo, Mingo. Hey. Auf dem Schmine stehen. Bevor ich bei mache ich einfach irgendetwas. Was ich soll einfach irgendetwas mit dem Maul machen? Ja, machst du jetzt etwas? Hä? Bist du ein bisschen bescheuert? Hey, ich schmier dir aus. Ja, den halt. Geld. Ja, ich doch auch nicht, aber das ist doch egal, oder? Das ist doch schön. Das ist doch einfach schön. Du laberst nur mehr Bullshit, oder? Nein, eigentlich nicht. Du laberst Bullshit. Nein, tu ich nicht. So ein Hurensohn. Wie hast du mich gerade genannt? So ein dreckiger Wichser bist du. Oh, die Hosensäck. Ich habe Hosensäck. Aber ich habe Hosensäck. Deine Mutter hat mir erzählt, dass du wieder gegen den Baum gefahren hast. Du kleiner, elendiger, Hurensohn. Wieso bist du so fies zu mir? Hurensohn, jetzt kommt der City-Sohn. Okay.
Der Lutz ist eigentlich immer noch nicht da. Was machen wir jetzt? Einfach nochmal alles von vorne. Wirklich, das ist aber schon ein bisschen billig, oder? Ja, ich bin auch der Luzi, also von dem her. Mir eigentlich egal, du. Ja, von vorne. Ja. Ich bin gerade wieder da. Ich bin nur kurz eins am Räuchen. Ein Lungenbrötli nehmen. Meine Lungen provozieren. Das ist der Luzi-Pause-Song. Der groovt ab. Hach deine Hand ab. Was nicht ab ist dran, denn ich bin ein grosser Mann. Ich erzähl dir irgendwelche Seich, währenddessen ich in meine Lunge seich. Au! Sie will ein Flamingo. Also eigentlich heisst es Flamingo. Und wo will sie? Auf dem Schmine. Okay, cool. Auf dem Schmine? Ja, auf dem Schmine will sie ein pinker Flamingo. Ein pinker? Was will der da? Pinker Flamingo. Pinker Flamingo. Flamingo, Mingo, Mingo. Auf dem Schmine stehen. Bevor ich bei, mache ich einfach irgendetwas. Was? Ich soll einfach irgendetwas mit dem Maul machen? Ja, machst du jetzt etwas? Hä? Bist du ein bisschen bescheuert? Hey, ich schmier dir aus. Ja, den halt. Geld. Ja, ich doch auch nicht, aber das ist doch egal, oder? Das ist doch schön. Das ist doch einfach schön. Du laberst nur Bullshit, oder? Nein, eigentlich nicht. Du laberst Bullshit. Nein, tu ich nicht. So ein Hurensohn. Wie hast du mich gerade genannt? So ein dreckiger Wichser bist du. Ohne Hosensäck. Ich habe Hosensäck. Aber ich habe Hosensäck. Deine Mutter hat mir erzählt, dass du wieder gegen den Baum gefahren hast. Du kleiner, elendiger Hurensohn. Wieso bist du so fies zu mir? Hurensohn, jetzt kommt der City-Sohn. Okay.
ist eigentlich immer noch nicht da. Was machen wir jetzt? Einfach nochmal alles von vorne. Wirklich, das ist aber schon ein bisschen billig, oder? Ja, ich bin auch der Luzi, also von dem her. Mir eigentlich egal, du. Ja, von vorne. Ja. Ich bin gerade wieder da. Ich bin nur mal kurz eins am Räuchen. Ein Lungenbrötli nehmen. Meine Lunge provozieren. Das ist der Luzi-Pause-Song. Der groovt ab. Hach deine Hand ab. Was nicht ab ist dran, denn ich bin ein grosser Mann. Ich erzähl dir irgendwelche Seich, währenddessen ich in meine Lunge seich. Au! Sie will ein Flamingo. Also eigentlich heisst es Flamingo. Und wo will sie? Auf dem Schmine. Okay, cool. Auf dem Schmine? Ja, auf dem Schmine will sie ein pinken Flamingo. Ein pinken? Was Flamingo?